Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin heute beim Rollerparadies in Köln und das ist der Markus. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Tag. Und wir werden euch heute ein bisschen was Neues vorstellen von Vespa, worauf schon alle sehr gespannt sind. Was macht ihr denn hier im Rollerparadies so? Wir haben 3 Filialen in Köln, unter anderem hier noch mit Motorradausstellung von Aprilia, ein bisschen was größer. Ansonsten sind wir in Köln mit der größte Vespa-Händler und Umkreis. Einmal im Hansaring haben wir eine Filiale in Köln-Poll, beide mit Werkstätten, und hier haben wir nur einen Verkaufsraum, wir befinden uns in der Motorworld in Köln. Also alle, die hier so aus dem Umkreis kommen, können zu euch kommen und kriegen dann da eine Vespa oder auch eine coole Aprilia. Oder eine Aprilia. Motorräder haben wir auch, wie gesagt. Genau. Motorräder noch. Genau. Und Piaggio wahrscheinlich auch. Genau, wir sind wirklich Piaggio-Vertragshändler seit fast 30 Jahren jetzt. Ja. Super. Und machen das mit Herz und Seele. Ja, und ihr habt uns eingeladen, uns heute mal was Neues zu zeigen. Genau. Und das ist die Vespa GTS, Modell, kann man sagen, 2023? 2023, ja? Die ganz neue offizielle Vespa. Ja, Markus, also das ist jetzt die neue GTS 300. S300. Genau, S für Supersport, letztendlich bekannt aus den alten Linien auch. Ja. Jetzt allerdings schon, was als erstes ins Auge fällt, ist kompletter Schwarzumbau. Das heißt, wir haben komplett schon schwarze Anbauteile dran. Also die ist jetzt noch nicht irgendwie gemacht? Die ist nicht umgebaut, die kommt so von Werk. Ne? Ah, okay. Man sieht natürlich noch so ein paar Sachen, wird natürlich immer gerne auf schwarz umgebaut, ist hier dann ein leichtes. Ne? Ansonsten haben wir natürlich ein bisschen etwas andere Sitzbank. Wir haben komplett LED-Blinker vorne und hinten, das ist neu. Wir haben neue Lenkerarmaturen inklusive einem neuen Tacho. Ja, das heißt, da einmal alles ein bisschen digitaler, trotzdem noch eine analoge Geschwindigkeitsanzeige mit drin. Also viel optisch passiert. Wie ist denn das mit der Technik? Also viele werden jetzt fragen, ist da jetzt ein anderer Motor, mehr PS? Ne? Das Technik ist erstmal gleich, soweit ich weiß. Ne? Offizielle Daten sind noch ein bisschen rar. Der Motor wird derselbe sein, sieht zumindest stark danach aus. Mehr Leistung wurde jetzt erstmal nicht versprochen. Es ist jetzt ein Keyless-Go-System drin? Korrekt. Das ist, glaube ich, schon eine bahnbrechende neue Sache für Neuerung, Vespa, ne? Die funktioniert auch sehr gut. Ne? Das heißt, man muss den Schlüssel wirklich nur noch in der Hosentasche haben und kann quasi direkt zum Fahrzeug das Fahrzeug starten. Das ist dann hier so ein, hat das quasi schon ich in der Hosentasche. Schon hier, das ist dann dieser, genau. Ich zeige euch den mal, so ein Funkschlüssel, sehr schön, mit Vespa drauf. Ganz cool. Und den müsst ihr nur in der Tasche haben, wie bei den ganzen Fahrzeugen, die so ein Keyless haben. Genau. Aufsteigen und losfahren. Also das ist eine praktische Sache. Das System ist letztendlich aus der Beverly übernommen. Das funktioniert da auch wunderbar. Hatten wir gar keine Probleme bis jetzt mit. Also warum nicht? Das ist der logische Schritt in die technologische Richtung. Sinn, ne? Macht schon Sinn irgendwie. Das ist ja das, was viele andere Hersteller auch schon vorgemacht haben. Hat sich bewährt. Korrekt. Macht es noch unkomplizierter? Ja. Ist ja eh schon easy. Aufsteigen, Gas geben, Letzten Endes, Vespa war immer von der Bedienung sehr einfach gehalten und simpel. Da musste man jetzt nicht viel wissen, auch als Benutzer nicht. Das haben sie eigentlich gut beibehalten. Man hat jetzt ein bisschen mehr Funktionen im Tacho. Man hat ein paar mehr Angaben im Tacho. Ne? Wieder eine Temperaturanzeige. Temperaturanzeige haben wir eine vollwertige. Die hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit. Die war dann wieder verschwunden. Richtig, weil die hatten keine Temperaturprobleme mehr. Korrekt. Deshalb brauchten wir auch keine Anzeige. Letztendlich nicht. Da war nur ein Lämpchen, falls es übergekocht ist. Ansonsten haben wir jetzt wirklich eine Temperaturanzeige. Dann sieht man also wirklich, wie warm das Kühlwasser auch ist. Und natürlich Benzinanzeige, ganz normal. Restreichweite, durchschnittlicher Verbrauch. Da sind schon ein paar interessante Sachen Das ist dabei. zum Beispiel cool, das war halt vorher gab es ja noch nie, so eine Verbrauchsanzeige bei einer Vespa. So, ich werde jetzt mal mit euch so ein bisschen das Fahrzeug abgehen und mal aus der Nähe uns die Veränderung anschauen. Den Markus werden wir nachher noch mal sprechen, wenn es dann um das Wichtigste geht, nämlich was kostet die Vespa jetzt? Ist sie günstiger geworden? Kostet sie mehr? Das werden wir jetzt sehen. Aber vorher zeige ich euch mal die Details und nachher geht es dann weiter mit Markus, wenn es ums Eingemachte geht. So, jetzt zeige ich euch mal die einzelnen Details und Neuerungen, die es bei der Vespa GTS 300 gibt. Ich schätze mal, das wird bei der 125er dann dasselbe sein. Ich fange mal im vorderen Bereich an. So, hier haben wir jetzt die Front. Also da ist wirklich viel gemacht worden. Fangen wir mal oben beim Scheinwerfer an. Der hat schon mal ein anderes Inlay als vorher. Dann seht ihr schon, das ist jetzt hier eine mattschwarze, schon mit schwarzen Anbauteilen. Also hier der Scheinwerferring ist schwarz. Dann sieht man die Form. Hier unten hat sich auch verändert. Das ist jetzt ein bisschen ausgewölbter. Also der gesamte Lenkerdeckel ist anders als vorher. Dann natürlich neue Spiegel, neue Griffe, neue Lenkerenden hier. Die Lenkerendengewichte sind neu. Auch die Bremshebel verändert. Da ist jetzt so eine Sollbruchstelle drin. Also da wurde schon eine ganze Menge gemacht. Ich mache mal hier vorne jetzt weiter. Krawatte auch neu. Die hat jetzt ein bisschen eine andere Form bekommen. Bei dieser Variante ist die Krawatte jetzt aus Carbon oder Carbon-Optik mit farbigen Einsätzen. Die sind auch ein bisschen anders als vorher, wie es aussieht. Wir haben neue Blinker. Ich zeige euch die dann gleich mal im Leuchtbild, wie die aussehen. Sind jetzt Voll-LED-Blinker.
Dann hier oben die Finne auf dem Kotflügel, die ist auch neu, die ist jetzt durchgehend. Da ist jetzt, früher war ja da immer so ein kleiner freier Bereich, der ist jetzt komplett durchgehend. Und auch der Fender selber, wie ich sehe, hat hier eine Einlassung. Die ganze Finne ist also eingelassen. Früher war die ja nur aufgesetzt und jetzt ist die Finne hier komplett in den Fender eingelassen. Also auch da hat sich ein bisschen was verändert. Dann natürlich die Felgen. Wir haben neue Felgen. Ein bisschen angelehnt an das Primavera-Design, würde ich mal sagen. Sehen aber ganz schick aus. Auch hier wieder so ein kleines Designelement drauf. Dann eine Sache, die auch auffällt und die finde ich wirklich schick. Die gibt es auch in Chrom. Das ist hier der Kantenschutz vom Beinschild. Der hat sich wirklich verändert. Der ist jetzt ein bisschen anders. Sitzt auch wirklich ein bisschen besser als vorher, wie man sieht. Das war ja manchmal so ein Problem, dass hier so die Spaltmaße nicht gestimmt haben. Und der ist jetzt hier auch schön in schwarz glänzend, hat eine andere Form. Und den gibt es auch jetzt, soweit ich das gesehen habe, bei manchen Modellen in Chrom. Also auch eine sehr schöne Sache. Und ihr seht schon, das ist wirklich eine Menge. Jetzt gehe ich mal hier rum. Fangen wir mal auch wieder oben an. Also Spiegel hatte ich schon erzählt. Das sind jetzt solche eckigen Spiegel. Dann ein bisschen von der Primavera übernommen oder von der Sprint ist jetzt dieser verchromte Bereich der Armaturen. Auch die Schalter sehen jetzt anders aus. ASR-Schalter, Starterknopf. Hier auf der anderen Seite dann die Bedienelemente für das Display, Blinkerschalter. Auch jetzt mit einem Arretierschalter in der Mitte. Also wenn ich jetzt blinke, kann ich in der Mitte drücken und es geht wieder in die Position zurück. Oben Fernlichtschalter. Das ist also ein bisschen anders jetzt gemacht, also komplett neue Schalterelemente. Auch der Lenker hat sich ein bisschen verändert von der Form. Also wir haben hier unten so ein bisschen so eine eckige Ausnehmung. Der Rahmen vom Tacho ist anders und natürlich der Tacho selber. Das zeige ich euch aber gleich mal, wenn es dann um die Elektrik geht. Jetzt geht es hier im Handschuhfach weiter und da ist schon eine ganz wichtige Sache. Und zwar das Keyless Go-System. Wir haben also jetzt keinen Schlüssel mehr, sondern wie bei vielen anderen Piaggio-Fahrzeugen ein Keyless Go. Auch diese ganze Einheit hier oben hat sich verändert. Wir haben neue Abdeckungen hier aus Kunststoff für die Wartungsklappen, einen neuen Gepäckhebel, eckig. Dann hier die Lüftungsschlitze, haben sich optisch auch verändert. Die sind jetzt so ein bisschen geschwungener, also auch die sind neu. Dann ist hier der Schriftzug mit dem neuen Dekor. Auch hier die Optik jetzt alles in schwarz, also der Haltegriff hier in schwarz. Sitzbank hat sich verändert, die hat jetzt eine neue Polsterung bekommen, ein bisschen anderes Design. Ich glaube, vom Sitzen her wird es ähnlich sein. Ich mache mal nachher eine Sitzprobe, aber es sieht von der Form her gleich aus. Dann haben wir ein neues Rücklicht. Leuchtbild zeige ich euch natürlich auch gleich mal, wenn sie an ist. Ist ein bisschen breiter das Licht, ein bisschen flacher. Wir haben ganz neue Blinker hier. Und dann hier unten der Teil, den haben vielleicht manche schon gesehen von euch. Das ist jetzt die Beleuchtungseinheit fürs Kennzeichen, was auch ein bisschen tiefer sitzt. Geschmackssache, wird es bestimmt im Zubehör bald Abwandlungen geben. Und scheinbar sind hier die Abdeckungen für die Seitenteile jetzt wieder getrennt. Das war ja früher durchgehend nach hinten. Das heißt, wenn man da ran wollte, musste man dann die Lampe abbauen. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht, wie das jetzt hier geregelt ist, aber vielleicht ist es wieder ein bisschen servicefreundlicher, dass man hier besser rankommt, weil die geteilt sind. So, andere Seite, die Vario-Einheit, auch hier hat sich nichts verändert. Die Bremse hinten sieht ein bisschen anders vom Design aus. Die technischen Daten, die reiche ich euch natürlich alle noch nach, was so Motorleistung angeht, ob sich da jetzt irgendwie von den Bremsen was verändert hat. Auf jeden Fall hat sich die Abdeckung hier, der Schwinge da vorne verändert. Bisschen moderner, ein bisschen sportiver. Geschmackssache. Ich wäre auf jeden Fall mal gespannt auf eure Kommentare. Also schreibt ruhig mal unten rein, wie ihr so die Änderungen findet. Es sind ja doch eine ganze Menge Änderungen. Aber interessant wäre wirklich mal, was kommt da bei euch gut an? Was findet ihr gut an den Änderungen? Welche optischen Sachen gefallen euch da und was findet ihr nicht so gut? So, und jetzt würde ich sagen, den Schlüssel habe ich in der Tasche. Mache ich das Ganze mal an. Dafür brauche ich bloß hier unten reindrücken. Dann geht oben das Display an. Hello, welcome. Und dann einmal drehen und dann ist die Vespa auch schon an. Und das Ganze ist jetzt ein bisschen aufgeteilt, das Display. Wir haben also oben nach wie vor eine Zeigeranzeige, die ist aber viel kleiner als vorher. Und dann unten ein Digitaldisplay
mit ein paar sehr nützlichen Informationen, die man dann hier über diesen Joystick durchschalten kann. Da mache ich bestimmt nochmal ein separates Video drüber, damit ihr alle Funktionen, die die neue Vespa jetzt da unten im Display bietet, mal kennenlernt. Das würde jetzt dieses Video sprengen. Aber auf jeden Fall können wir da halt so Verbrauch und einen Tageskilometerzähler und auch eine Temperaturanzeige haben wir jetzt drin für die Wassertemperatur, Tankinhalt natürlich. Finde ich ganz gut, ist auch schön integriert. Das jetzt, wie gesagt, das komplett neue Display der Vespa GTS. Sehr schick. So, jetzt haben wir sie schon an. Jetzt können wir uns auch mal das Licht angucken. Wir haben jetzt hier das Tagfahrlicht jetzt vorne. Voll LED, auch sehr schön hell. Und so sehen jetzt die Blinker aus. Auch die haben eine gute Leuchtkraft. Auch jetzt komplett LED. Auch von der Seite gut sichtbar. Jetzt gucken wir mal den hinteren Blinker an. Der ist ja auch jetzt LED-Blinker. Ja, ist hell. Hat eine bisschen seltsame Optik hier mit diesen Streifen drin. Aber ist auf jeden Fall sehr gut sichtbar. Die Form der Rücklichtbeleuchtung hat sich geändert. Das war ja früher rund. Und jetzt haben wir hier so eine etwas rechteckige Form. Die finde ich ganz schick. Die sieht gut aus. Schönes Leuchtbild. Also bremslich auch toll. Schön zu sehen. Gute Leuchtkraft, also ein schönes Leuchtbild hinten. Also das finde ich ist gut gemacht. Bisschen moderner natürlich wieder vom Look, aber ein schönes Leuchtbild, gut zu sehen. Und jetzt braucht man hier am Schalter nur reindrücken und dann geht das Ganze wieder aus. Also es hat so ein bisschen die moderne Einzug gehalten bei der Vespa. Viele optische Änderungen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare unten rein, wie ihr das findet. Ich bin gespannt auf eure Meinung, ob ihr das alte Modell, also die alte Euro 5 besser findet oder jetzt halt diese neue Vespa GTS 2023. Ja, liebe Vespa-Freunde, das war's mit der kurzen Vorstellung der neuen 2023er Edition von der Vespa GTS Super Sport. Ja. Super Sport. Jetzt werdet ihr euch natürlich noch eine Frage stellen, nämlich... Was kosten die neuen Fahrzeuge? Das ist natürlich immer so eine Frage. Ja. Wir sind nicht günstiger geworden, wer hätte es gedacht? Nein, leider nicht. Das günstigste Modell ist die Vespa GTS, dann halt mit silbernen Felgen und Anbauteilen, einer beigen Sitzbank üblicherweise, wissen wir noch nicht genau, für 6.999 €. Dann kommen wir mit der Super-Variante, schwarze Sitzbank, bei 7.100 €. Also 7.099 €. Ja. Die Supersport, wie sie hier jetzt steht, liegt bei 7.299 € und die Supertech mit dem digitalen Tacho, also das Flaggschiff der Vespa-Linie oder GTS-Linie, liegt bei 7.499 €. Das ist doch eine kleine Preisanhebung. Definitiv, aber man kriegt natürlich auch einiges neu dazu. Ne? Genau, das ist natürlich technisch schon aufwendiger gemacht. Technisch ist natürlich mehr drin hier mit Keyless Go, mit einem Digitaldisplay, mit neuer Schaltereinheit. Technische Daten, wie gesagt, gibt es nochmal im Nachhinein. Es ist ja schon eine Menge passiert, das habt ihr im Video gesehen. Wie gesagt, die Details gibt es nochmal. Von daher, klar, ist natürlich ein Mehrpreis jetzt auch wieder in irgendeiner Form natürlich gerechtfertigt. Korrekt. Aber wir kommen natürlich jetzt schon in eine anständige Größenordnung. Ja, unter 7.000 ist nicht mehr viel zu machen. Ja, so 7,5 für eine Supertech. Da ist man dann schon gut unterwegs. Aber das ist halt Vespa und der Lifestyle, den wir alle haben wollen und den wir schön finden. Und ein Ferrari kostet auch nicht wenig. So ist es. Und von daher auf jeden Fall eine schöne Sache. Mir gefällt sie sehr gut, gerade so dieses schwarze Modell. Man muss dazu sagen, und das ist vielleicht eine Sache, die ihr jetzt vergesst, der Preis ist natürlich ein bisschen höher, aber ihr spart unheimlich viel ein bei dem ganzen Umbauen. Ja. Denn zum Beispiel bei der Schwarz-Edition ist halt alles schon schwarz, dass die Leute nachträglich alles schon wieder chrom machen. Ne? Also auch glänzend, ein Argument vielleicht, weil für den ganzen Umbau auf Black zahlt man bestimmt auch 1.000 €. Ja, mit Materialkosten und Lohn ist das schon. Ja, also wenn man das jetzt wiederum rechnet und sagt, na, wenn ich mir den Scheinwerferring und den Tachoring und Spiegel und alles Black in Black mache, dann bin ich 1.000 €, dann ist es an sich sogar noch günstiger, als wenn ich sie mir umbauen lasse. Im Grunde schon, ja. Wir sind natürlich hier auf die glänzenden Anbauteile erstmal beschränkt. Ne? Wenn man das ein bisschen matt haben möchte, muss man wieder von vorne anfangen. Ne? Ansonsten sind halt Kleinigkeiten, die man noch schwarz machen könnte, Bremshebel und Blinker und so Kleinigkeiten. Ne? Aber an sich, dann relativiert das sich schon wieder ein bisschen, wenn man jetzt diese Blackline macht. Genau, definitiv. Ja. Es wird ja auch eine Chromline geben, wo das dann alles halt in Chrom ist, standardmäßig wie bei anderen Modellen auch. Ja. Aber das stelle ich euch auch nochmal in einem separaten Video vor. Wir haben jetzt noch nicht alle zur Verfügung, alle Modelle. Das kommt jetzt mit der Zeit. Ist ja auch ganz frisch. Ja. Von daher
alles auf diesem Kanal natürlich demnächst zu sehen. Also nicht vergessen, unten den Abo-Knopf zu drücken und ja, klickt auch auf die Glocke, weil dann gibt es immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und sollte euch das heute gefallen haben, vielen Dank übrigens Markus für die Vorstellung. Danke für euren Besuch. Dann hinterlasst uns einen Daumen nach oben und ja, gute Fahrt, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video in der nächsten Woche. Danke, Markus. Danke, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.